Blickt man auf die Entwicklung seit dem Ende der globalen Finanzkrise zurück, so zeigt sich das Bild eines dramatischen Aufschwungs und einer langanhaltenden Erholung über fast alle Anlageklassen hinweg, von Aktien bis Anleihen. Rohstoffe dagegen haben diese Entwicklung ausgesessen und insgesamt gar dramatisch im Preis nachgegeben über diese Zeitperiode. Ausschlaggebend dafür war grundsätzlich der Umstand, dass es sich bei Rohstoffen nicht um Finanzanlagen im klassischen Sinne handelt, die Erwartungen über zukünftige Mittelflüsse diskontieren, sondern um Spotmärkte, welche das aktuelle Verhältnis, wie es sich in der Realwirtschaft darstellt, zwischen Angebot und Nachfrage reflektieren. Und nun war es ja so, dass die realwirtschaftliche Erholung seit der tiefen Rezession von 2008, 2009 vergleichsweise unterdurchschnittlich und schleppend verlaufen ist bis vor kurzem und dementsprechend auch das Nachfragewachstum nach Rohstoffen eher gelitten hat. Auf der Angebotsseite sind hinzugekommen große Überkapazitäten, die sich im Laufe des Abschwungs aufgrund der langen Vorlaufzeiten gar noch erhöht haben und die erst durch entsprechend tiefe Marktpreise eine Bereinigung erfahren haben. Mittlerweile ist aber klar, dass wir das Tief des Zyklus durchschritten haben und uns jetzt wieder in der Anfangsphase eines zyklischen Aufschwungs an den Rohstoffmärkten befinden. Betrachtet man Rohstoffe etwa relativ zu den Aktienmärkten, fällt auf, dass diese praktisch nie so tief bewertet waren, wie sie das zum aktuellen Zeitpunkt sind. Hinzu kommt, dass wir uns gegenwärtig, was die Weltkonjunktur anbelangt, in der späten Expansionsphase befinden, welche in der Vergangenheit jeweils für besonders attraktive und hohe Renditen bei Rohstoffen gesorgt hat. Auch sehen wir ja mittlerweile Inflation, die langsam aber sicher ansteigt, obwohl die Zentralbanken noch sehr wenig dagegen tun und eine sehr lockere Geldpolitik beibehalten. Das rückt natürlich die Inflationssensitivität der Anlageklasse in den Fokus der Anleger und macht sie wieder interessant als Absicherungsinstrument. Zu guter Letzt ist auch darauf hinzuweisen, dass die Korrelation von Rohstoffen gegenüber den großen Blöcken im Portfolio, gegenüber Aktien, gegenüber Anleihen momentan sehr tief notiert, um 0 herum, und damit auch der Diversifikationsbeitrag, der sich durch Beimischung von Rohstoffen im Portfolio erzielen lässt, besonders hoch ausfällt. Um die Vorteile, die sich aus den spezifischen Eigenschaften von Rohstoffen ergeben, in vollem Umfang zu realisieren, empfehlen wir Anlegern, auf Direktanlagen in den Rohstoffmärkten zu setzen und diesen den Vorzug zu geben gegenüber indirekten Anlagen, etwa über die Aktien rohstofffördernde Unternehmen. Dabei ist es wichtig, auf breit diversifizierte Strategien zu setzen, denn die Vergangenheit hat deutlich gezeigt, dass ein übermäßiger Fokus auf einzelne Sektoren, etwa Energie, sich über die lange Frist nicht bezahlt macht. Auch scheint uns wichtig, auf transparente Anlagegefäße zu setzen, die es dem Anleger ermöglichen, zu verstehen, was vor sich geht und die Entwicklung nachzuvollziehen. Ökonomische Verwerfungen in einzelnen Schwellenländern und die Eskalation des Handelsstreits, insbesondere zwischen den USA und China, haben über den Sommer die Stimmung an den Rohstoffmärkten empfindlich getrübt. Allerdings dürften dies vorübergehende Erscheinungen sein, denn die fundamentalen Faktoren, die den Aufschwung in der Anlageklasse treiben, sowie der Einfluss der spätzyklischen Expansion in der Weltkonjunktur, dürfte bald wieder in den Vordergrund rücken.